Auch Anno 117 Pax Romana wird euch wie gehabt mit einer Kampagne ins große Endlosspiel einführen, wie ihr das schon aus Anno 1800 kennt. Dabei aber ein paar Dinge neu machen, die wir uns da heute möglichst spoilerfrei mal genauer anschauen. Zudem hat Ubisoft erste Details zum darauffolgenden Jahr 1 Pass veröffentlicht, also im Grunde die ersten 3 DLC-Inhalte, die nach dem Release innerhalb eines Jahres veröffentlicht werden. Ob sich diese lohnen, wie sie die Handlung weiterspinnen und was euch das Ganze am Ende kosten wird, all das jetzt in einer neuen Folge Anno News in eurer Zocker Lounge. Die heutigen Anno News werden euch von Instant Gaming präsentiert, bei welchen ihr Videospiele in der Regel ein paar Euro günstiger abgreifen könnt. So gibt es hier auch Anno 117 mit 55 Euro und etwa 5 Euro günstiger als zum üblichen Straßenpreis. Zudem unterstützt ihr mit einem Kauf über meinen Partnerlink diesen Kanal. Wie eingangs schon erwähnt, ist die Story-Kampagne wie schon in Anno 1800 eine nette Dreingabe, welche ihr im Zweifel skippen könnt und alternativ direkt in ein nach euren Vorlieben konfiguriertes Endlosspiel startet. Dementsprechend endet auch die Kampagne von Anno 117 mit dem Übergang ins Endlosspiel und kann somit als ausführliches Tutorial gesehen werden, auch wenn diese sicher deutlich mehr zu bieten haben wird. Neu ist hingegen, dass ihr euch zu Beginn der Kampagne für einen Spielcharakter entscheiden müsst, welcher dann auch einen leicht abgewandelten Storyverlauf erlebt, er es zum Ende hin wieder zum gleichen Finale, also vor dem Übergang ins Endlosspiel, zusammenläuft. Die Kampagne ist in 2 Hauptteile geteilt, die zudem in Kapiteln erzählt wird. Zur Auswahl stehen daher zum einen Markus oder alternativ dessen Schwester Marcia. Markus ist ein junger Mann, der völlig unerwartet zum römischen Statthalter einer vergessenen Senatorenprovinz ernannt wird und zunächst mit Selbstzweifeln kämpft. Hingegen fordert ihr als Marcia ein männlich dominiertes Imperium heraus. Ihr seht euch also mit dem stereotypischen Geschlechterkampf konfrontiert und müsst zu Beginn zu eurem vermeintlichen zukünftigen Versprochenen ziehen. Egal wie ihr euch entscheidet, beginnt die Kampagne auf der noch leeren Insel Juliana, auf welche ihr vom Kaiser höchstpersönlich entsandt werdet. Hier steht euch dann auch der Sklave Ben Balion zur Verfügung, der euch in die Steuerung, die ersten Produktionsketten und allerlei Game-Mechaniken peu à peu einführt. Ganz so leer ist eure erste Insel dann übrigens doch nicht. Denn hier gab es bereits in früherer Zeit die Stadt Ambrosia, die allerdings einem Vulkanausbruch zum Opfer fiel. Dementsprechend müsst ihr hier zunächst auch erstmal aufräumen und die Ruinen beseitigen, was euch wiederum zusätzliche Baumaterialien einbringt und dadurch den Anfang etwas beschleunigt. Durch ein bestimmtes Ereignis, wie gesagt, ich werde hier nicht spoilern, muss es dann natürlich so kommen, dass ihr kurzerhand nach Albion versetzt werdet, um hier die erst vor kurzem neu eroberten Gebiete zu verwalten, was dann wiederum den zweiten Hauptteil der Story-Kampagne darstellt. Ihr könnt die Kampagne also nicht direkt in Albion starten, sondern beginnt sie immer im einsteigerfreundlicherem Latium. Diese Option steht euch aber durchaus zur Verfügung, wenn ihr eure Reise ohne Story direkt mit einem Endlosspiel beginnt. Erweiterungstechnisch setzt Ubisoft natürlich auch bei Anno 117 auf das gleiche Konzept wie schon bei Anno 1800. So steht euch dementsprechend direkt zu Beginn die Option offen, Anno 117 mit dem sogenannten Year One Pass zu kaufen. Dieser ist nämlich in der Gold Edition bereits enthalten, die mit 90 Euro, aber auch direkt 30 Euro teurer ist. Ihr erwerbt so die ersten 3 Erweiterungen, also für jeweils 10 Euro. Einzeln ist dieser Year One Pass noch nicht erhältlich, soll dann aber 35 Euro kosten. Ihr spart mit der Gold Edition also in der Theorie 5 Euro, was ich aber mal hinterfragen würde. Denn sobald dieser einzeln kaufbar ist, könnt ihr eigentlich mit Sicherheit davon ausgehen, dass ihr diesen bei Händlern wie bei meinem Partner Instant Gaming mit Rabatt bekommt, zumal ihr wie eingangs schon erwähnt auch jetzt schon beim Hauptspiel sparen könnt. Es war die letzten Jahre bei einfach jedem Ubisoft DLC so. DLC 1 heißt Prophecies of Ash oder zu Deutsch Prophezeiung der Asche. Dieser DLC soll dann die größte jemals in einem Anno-Spiel verfügbare Insel einfügen, welche über einen gewaltigen Vulkan verfügen soll und zudem eine neue Gottheit zur Verehrung mit sich bringen wird. DLC 2, Hippodrom, dreht sich dann vollumfänglich um Brot und Spiele.
Mit dem namensgebenden Hippodrom sollt ihr dann das größte Monument in der Anno-Geschichte bauen dürfen und könnt dort dann Wagenrennen zur Unterhaltung eurer Bevölkerung veranstalten. Gleichzeitig steigert ihr euren Prestigewert und zieht Elite-Spezialisten aus allen Regionen an. Jahr 1 wird dann mit DLC 3 Dawn of the Delta abgeschlossen. Dieser wahrscheinlich umfangreichste DLC führt dann eine neue an Ägypten angelehnte Provinz ein und schreit förmlich nach Kleopatra und der damit einhergehenden Eroberung durch die Römer. Für welche Version ihr euch auch entscheidet, ab dem 13. November 2025 dürfen dann endlich alle die Pax Romana besiedeln und für viele Stunden in der Antike versinken. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Spaß, genießt es und wenn ihr möchtet, bis zum nächsten Video.